Wenn du darüber nachdenkst, einen Imagefilm zu produzieren, hast du dich mit Sicherheit schon gefragt, wie dein Film aussehen soll. In diesem Video zeige ich dir einige Imagefilm-Beispiele und stelle dir die beliebtesten Arten von Imagefilmen vor und wie du sie in deinem Marketing einsetzen kannst. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Gründer der Videoagentur Mindnapped und gebe auf diesem Kanal regelmäßig Tipps zum Thema Videoproduktion und Videomarketing. In unseren Videos erhältst du wertvolle Informationen zur Planung, zum Dreh und Schnitt von Imagefilmen, aber auch zu vielen anderen Themen, die mit der Produktion und Nutzung von Videos für Unternehmen zu tun haben. Wenn dich das Thema interessiert, schau dich also unbedingt mal in Ruhe um. Imagefilme sind häufig die erste Videoart, über die Unternehmen nachdenken, wenn es darum geht, die eigene Marke zu stärken und die Reichweite zu erhöhen. Und auch in Zeiten sozialer Medien haben sie ihre Berechtigung. Einerseits natürlich zur Veröffentlichung genau dort, andererseits aber auch, wenn es um Inhalte auf eigenen Webseiten geht, eine Firmenvorstellung bei Meetings zu zeigen oder ein Unternehmen zum Beispiel auf Messen vorzustellen. Manche Unklarheit gibt es darüber, was ein Imagefilm eigentlich ist und wie er sich von anderen Arten von Unternehmensvideos unterscheidet. Also schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Im Gegensatz zu klassischer Werbung ist ein Imagefilm ein kurzes Video, das ein Unternehmen im Ganzen vorstellt. Es geht also nicht um einzelne Produkte oder Dienstleistungen, sondern darum, die Werte und das Betätigungsfeld einer Organisation vorzustellen. Um das Wie und weniger stark um das Was oder gar das Wie viel. Imagefilme wollen häufig einen authentischen Eindruck vermitteln. Deshalb eignen sich Techniken aus dem Dokumentarfilm auch ganz besonders für Imagefilme. Zuschauer assoziieren Dokumentationen mit einem neutralen, unparteiischen Blick und das hilft eben dem Eindruck von Authentizität. Im Mittelpunkt des Films stehen dann häufig eins oder mehrere Interviews mit wichtigen Personen aus dem Unternehmen. Aber dokumentarisch heißt natürlich nicht, dass du dein Unternehmen negativ darstellen musst oder ungeplant und chaotisch vorgehen solltest. Achte besonders bei Schnittbildern, also bei Szenen, die die Arbeit in deinem Unternehmen zeigen, ohne dass es sich dabei um Interviews handelt, darauf, dass alles gut aussieht. Hier möchtest du besonders erfolgreiche Arbeit inszenieren, deinen Firmensitz attraktiv darstellen und die Arbeit, die deine Mitarbeiter ausführen, besonders professionell und hochwertig zeigen. Im Gegensatz zu dokumentarischen Filmen arbeitest du bei einem szenischen Imagefilm bewusst mit einer fiktiven Geschichte, Schauspielern und Orten, die nicht zu deinem Unternehmen gehören. Szenische Imagefilme eignen sich zum Beispiel für sehr bekannte Unternehmen, die ihr Markenimage stärken wollen, sich eine neue Ausrichtung geben möchten oder Aufmerksamkeit erzielen wollen. Für einen szenischen Imagefilm brauchst du natürlich ein Drehbuch, damit er funktioniert. Und das führt natürlich auch umgekehrt dazu, dass du über ganz andere Produktionsarten nachdenken musst und auch über andere Budgets, wenn du extern produzieren lässt. Unternehmen, die auf eine lange Geschichte zurückblicken, präsentieren diese natürlich gerne voller Stolz. Und die eigene Geschichte kann sehr gut zum Protagonisten eines Films werden, wenn du über historische Fotos und Videos verfügst zum Beispiel, die mit einem Text verbunden werden. Denk aber daran, dass der Blick in die Vergangenheit nicht zum Selbstzweck werden sollte. Bei der Konzeption deiner Unternehmensgeschichte ist es eine gute Idee, sich zu fragen, welchen Bezug die Geschichte dazu hat, wofür dein Unternehmen heute und in der Zukunft steht und stehen will. Aus technischer Sicht kannst du Collagetechniken verwenden und so historische Fotos und Filmaufnahmen in einen einheitlichen visuellen Look bringen. Es gibt in Imagefilmen aber noch einiges mehr zu visualisieren als die Unternehmensgeschichte. Und da kommen Animationen ins Spiel. Mit animierten Filmen kannst du emotionale Geschichten erzählen, Fakten vermitteln oder Zusammenhänge darstellen. Ähnlich wie beim szenischen Film brauchst du ein Drehbuch. Zusätzlich dazu brauchst du aber je nach Stil Illustrationen oder 3D-Renderings und häufig auch eine Sprachspur und Musik. Wie das aussehen kann, kannst du dir zum Beispiel in unserem hier verlinkten Video zu den 10 erfolgreichsten Erklärvideostilen anschauen, die definitiv auch auf Imagefilme übertragbar sind. Animierte Filme lassen sich grundsätzlich leichter als andere Filme übersetzen und so für unterschiedliche Märkte anpassen. Das waren 4 der wichtigsten Arten, wie du einen Imagefilm produzieren und gestalten kannst. Natürlich lassen sich all diese Gestaltungsarten frei miteinander kombinieren. Und auch Imagefilme haben ihre Trends und reagieren auf das, was ansonsten medial in der Welt da draußen passiert. Es lohnt sich also, wenn du jetzt aktuell über die Planung oder die Produktion eines Imagefilms nachdenkst, dich einmal ganz aktuell umzuschauen, was gerade so für Imagefilme kursieren und sich davon inspirieren zu lassen.
Bevor du jetzt loslegst mit dem Drehen, möchte ich dir unser Video zur Konzeption von Imagefilmen nochmal zusätzlich ans Herz legen. Dort erfährst du nicht nur, was ein erfolgreiches Konzept für einen Imagefilm ausmacht und erhältst praktische Tipps für den Dreh, sondern findest auch weiterführende Ressourcen wie unsere praktische Checkliste für dein perfektes Imagefilmkonzept. Vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Video und bis zum nächsten Mal bei MindMapped. Mit Videos mehr erreichen.